Rede ich erstmal mit ihm? Oder wollen wir erst nochmal den Zeugen befragen? Oh, Wiggins ist ja auch noch da. Ich denke nicht, dass wir da vielleicht so weit vorkommen, oder? Ja doch, hier vorne ist noch die Blumenverkäuferin. Ach so, stimmt ja. Aber mit den anderen reden weiß ich nicht. Polly Powell. Mrs. Powell? What do you want? My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony, but very well. Na, erzähl mal. Could you tell us everything that you may have seen or heard? Yes. I was selling my flowers as usual, and then the fireworks began, in honour of Queen Victoria. I enjoyed those. But then, all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. He was like a ghost, and all covered in blood. It was dark, but I could see him, because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Hallöchen, hey Kopi. Wundert dich nicht, dass wir gerade so komisch schauen, aber wir Ich bin gerade sehr überrascht, wer du bist. Wir können gerade mit deinem Nickname nichts anfangen, aber erstmal schön, dass du da bist. Out dich mal bitte. Mrs. Powell, did you hear the gunshots? I'm not sure. You know, what with the fireworks? Sie konnten nichts hören in dem Feuerwerk, okay. Der andere war auch näher dran, also ist natürlich klar, dass der es besser hören kann. Did you see anyone else leaving Half Moon Street, prior to or at the time of the crime? No, sir, I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. My thanks to you, Mrs. Powell. Corinna! Jetzt weiß ich auch, wer Oh, du hast mir gerade den übelsten Schrecken eingejagt, ey. Ich muss gerade mal mein Mikrofon abhalten. Sie schreit in beide Mikrofone. Entschuldigung. Oh, Alter, ich war gerade übelst erschrocken. Ich wusste gerade überhaupt nicht. Aber ja, gut. Oh, ich vermisse dich auch. Wir müssen uns unbedingt mal wiedersehen. Kommst mal bald wieder nach Leipzig? Oder ich komme mal für ein Wochenende zu dir. Das hat man ja schon mal gesagt. Dass wir das mal irgendwann mal machen. Ja, Entschuldigung. Was? Alles gut. Oh, ich habe gerade so Herzrasen. So, übereinstimmende Aussagen. Das Problem, ich habe jetzt die Aussagen auch nicht wirklich voll genommen. Nee, ich auch nicht. Dankeschön, Pinguin. Corinna. Hat aber Pinguin gesagt. Ja, weil ich sie als Penguin eingespeichert habe. Ja, dann Corinna. So, Oder Coco. Ja, gut. Wir haben eine übereinstimmende Aussage. Was haben wir denn hier? Mr. Turner konnte Unterschiede. Das hat man schon. Das war nicht das Neue. Das da unten. Das da unten. Die Zeugenaussage und die Tatwaffe deuten klar auf einen möglichen Täter, einen Leighton Chapman. Den bringen wir direkt in den Knast. So, was ich aber hier noch sehe. Ey, komm, das ist so auffällig. Ja. Und es ist nix. Kommt vielleicht noch. Oh, wir haben Spiegel. Aber Corinna, wenn du schon einmal hier bist, dann darfst du auch gerne einen Follow dalassen. Dann siehst du mich wieder regelmäßig hier. Jeden Donnerstag. Ich liebe die Frau, die macht gleich Werbung. Finde ich schön. Wir haben hier noch was, wir können noch was verbinden. 2 Opfer aus einem... Nee? Auch nicht? Ja, das noch. Die Person, die Leighton Chapman in seiner Aussage beschreibt, entstammt seiner eigenen Fantasie, um von seiner eigenen Schuld abzulenken. Ist jetzt... Vielen Dank. Und herzlich willkommen in der Dragon Community. Ist nun Teil der coolsten Community? Ja. Aber steht da nicht so, dass da ist Teils der Dragon Force? Beides. Ach, das habe ich abwesend drin, oder was? Ich glaube ja. Deswegen bin ich gerade verwundert. Ja, das hast du, glaube ich, unterschiedlich drinstehen. Herzlich willkommen in der Dragon Force. Noch was? Hier ist jetzt weg B oder nicht? Ich hoffe, dir geht's gut.
Wir haben doch gar nichts mehr als Hinweise. Vielleicht passt da noch was. Kurios, kurios. Nö, das ist nichts mehr. Vielleicht sollen wir uns da schon entscheiden. Nee, wir reden erstmal mit den Aussagen. Und Regans bleibt uns dann auch noch übrig. Ich will aber erstmal ihn klarer wissen. Den Constable. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Oh, wieso kann ich nicht mit ihm reden? Widersprüchliche Aussagen. Steht hier was anderes, was wir mit der Aussage machen sollen? Ach, mit Turner sollen wir nochmal reden. Aber irgendwann erstmal dem Bürger nicht vertrauen, bevor man der Polizei nicht vertraut. Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime, is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. Turners Aussage. Ja. That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow and me, we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. Das ist We could have komisch. missed each other somehow. You understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. Allow me to form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. Das ist ja nett. Jetzt sind wir mal ein Follower. Mr. Turner appears to live very modestly. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. Ein Feuer. Asche. Verbrannte Seiten. The papers are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. Nimm's aber mit. The papers... Nimm's mit. Drehen. These words are illegible. The papers were thrown into the fire just a short while ago. Was wir fragen können auf alle Fälle. Was stand da jetzt? Verband zu organisieren? Gehstock. Dafür die Ecke. This walking stick is broken. It was placed here quite recently. Du kannst das Holzstück da Ich weiß. anbringen. A perfect match. So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. Mhm. Kleiner Lügner, hm? The books on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here a short while ago. Also ich würde jetzt Mr. Turner würde stehen, jetzt mal rausschmeißen und sagen, hier sollen das sich das Fenster angucken, nichts anderes. Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots. Ja, sehr aufgewühlt sieht das Bett jetzt nicht aus. Küchentisch. This kitchen knife is quite sharp. Sollte ein Messer mal sein, ne? Ist es aber in den meisten Fällen nicht, das wissen wir ja. Ne? Nichts weiter? Der Stuhl oder so? Weiß schon. Oder vielleicht irgendwas am Tisch? Ah, warte, nee, Tee leuchtet. Gebrauchsspuren.
Zerschnittenes Papier. There are pieces of shredded paper scattered over the table. This kitchen knife was used to cut the paper. Das, was dann verbrannt worden ist. Kann es sein, dass er aus dem Fenster einen Schuss abgefeuert hat? So, that's the view Mr. Turner had when he opened the window. Würde ich ja, Ryan Vercotti's contorted corpse. tatsächlich behaupten, weil ich die Leiche von dem Typen mit dem der Wunde im Kopf, genau von dem. Nee, der die Bauchwunde. Nee, die Wunde im Kopf. Ja, das hier. Ach so. Das ist der Kenneth Butler, das ist der Juwelier. Ja, nee, gut, dann macht es keinen Sinn, weil ich fand, dass der Schuss im Kopf sehr hoch aussah. Hätte jetzt nur gepasst, wenn die andersrum gelegen hätten. Ich hätte eher gesagt, du brauchst dafür einen guten Schützen, um einen Kopfschuss zu verteilen. Und der hat im Krieg gedient. Wenn man mal so rangeht. Ja. The dead body of Kenneth Butler. Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. Oh, wir können uns da mal reinversetzen. Nimmt etwas. Bricht den Stock ab. Geht zur Leiche. Nee. Geht zur Leiche. Das ist so schlecht. No, it didn't happen this way. So, nee, ich sehe es auch ein bisschen schlecht. Na, er geht zur Leiche als 1. Ich weiß jetzt. So. So. Und jetzt? Was mache ich jetzt weiter? Ich kann nur die Szene deaktivieren oder sowas. Ich kann jetzt nicht auswählen. Und ansehen oder war das gerade das? Ansehen war ja das. Geht zur Leiche war 1. Können wir erstmal hier ans Fenster gehen? Kann ich mal bitte so gucken? Vielleicht dann ansonsten, wenn du unten stehst. Vielleicht geht das da dann. Und flitzen wir mal kurz runter. Ja, das macht mehr Sinn. So, warte mal. Geht zur Leiche 1. Nimmt etwas. Ich kann immer nur 1 wählen. Okay. Ich kann hier nichts anderes machen. Also ich will nicht, ob ich irgendwas nicht... Ah, da oben. Guck mal, da oben geht's weiter. Geht zur Leiche und nimmt etwas. Bricht den Stock ab. Okay, jetzt gehen wir hoch. Ja, dann ist es aber nicht die 1. Dann ist das nicht die 1. Wir müssen nochmal oben gucken, warte. Also Er steht quasi erstmal vom aus dem Bett Schlafzimmer aus. Genau. Er steht vom Bett aus. So. Steigt aus dem Bett. Auf der Sonne Feuer. Ein Papier. Öffnet das... Nein. Gib mir, öffnet das Fenster. Öffnet das Fenster. Jetzt sieht er das und jetzt geht er zur Leiche. Ja. Geht zur Leiche. Dann kommt er mit dem Zeug wieder hoch. Stellt vielleicht erst den Stock weg. Würde ich sagen. Oder hat er hier überall den Stock dabei? Nein. Ja, ja. Den Ja. hat er nicht dabei. Ja, da, Halt, legt den Stock ab. dann schneidet er das etwas Papier und dann ins... wirft das weg. Jetzt schauen wir es uns an.
So. Genau, jetzt geht er zum Fenster. Macht sogar das Fenster auf, damit er das richtig gut mitkriegt. Wobei, das Fenster war vorhin noch nicht offen, ha? Er hat gesagt, er war noch nicht Ja, am und das Fenster kann, vorher. also, kann ja trotzdem. Kann auch sein, er hat das Fenster erst aufgemacht, nachdem er oben war und das verbrannt hatte. Das ist letztes Fenster öffnen. Jetzt gerade funktioniert es ganz gut. Er beugte sich runter mit viel Kraft, dadurch rutscht der Stock rein. Nimmt was mit vom Juwelier. Und dann bricht er den Stock ab und geht wieder hoch. So. Dann stellt er seinen Stock ab. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Dann geht er hier rüber und schnippelt. Und dann verbrannt er was. So Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? Schauen wir uns um. Fettige Fingerabdrücke. I can see prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look. Ja, Moby Dick. Well now, what a find. A precious jewel, concealed inside a book. Das hat er ausgeschnitten mit dem Messer. A bracelet with a unique ram's head design. A distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenistic era. Wollen wir mal kurz gucken nach B, bevor wir mit ihm reden? Das sind immer noch nur die 3. Weil das halt irgendwann anzeigt, dass wir da was machen können. Ich dachte, das kam was Neues jetzt schon dazu. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich dieses Auswählen sein. Na, reden wir mal mit ihm. Und dann passt das übrigens mit der Aussage unseres Beschuldigten, es war noch ein dritter Mann da. Ja. Mit dem Lichtblitz irgendwas gemacht, ist ins Haus rein, aber ich hatte André nicht mehr gesehen. Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. Thomas Hinken. Ich denke mal eher das Hinken, oder? I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Oh, time can pull tricks on you. Das ist And what komisch. of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. Würde ich auch sagen. Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then and not now. But Mr. Holmes... This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window. But you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler. And when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles.
Constable Marrow was unable to see you in the window, as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only took the bracelet, that's all, I swear. You made a mistake by lying to me. But you are not a criminal. I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. So, da haben wir diese Aussage wenigstens schon mal getätigt. Ich gucke mal, ob jetzt was geht. Würde danach dann mal um die Ecke springen. Soll ich dann kurz in den Talk gehen? Ja. Also kannst du machen, du kannst aber auch, wenn es nicht wichtig ist, noch dort bleiben, so wie letztes Mal. Ja, ne, wahrscheinlich dann. Dann reden wir mal noch mit Wiggins, ne? I'll do anything to save my brother, Mr. Holmes. Gut, wir reden nicht mit Wiggins. Hallöchen, Hi, hello. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Okay, wir sollen uns festlegen. Na, alles gut, Enno? Ich kann mich hier nicht entscheiden. Das ist doch ganz Ich probier's mal aus. Ich mach mal gleichzeitig Schüsse. Oh, warte mal, was ist das denn hier? Die Erfahrungen sind Opfer eines Doppelmords, der von einer einzelnen Täter begangen ist. Das passt mit 2 nicht. Bei uns ist auch alles gut, Enno. Wenn wir das machen. Passiert nichts weiter. Okay, wir lassen das mal so stehen. Und gucken mal. Oh, das ist interessant. Warum kann man dann jetzt hier nicht? Nein? Aber wetten, jetzt ist B weg. Ja. Aber F ist noch da. Wir jetzt eine neue Geschichte haben. So, Schützen. Ich sage, wir müssen uns vieles herleiten. Eines der Opfer hat seine Waffe möglicherweise 2-mal abgefeuert. Finden Sie raus, wer das gewesen ist. Also ich würde ja schon mal mutmaßen, ne, dass der da mit der Kopfwunde, nee, der andere, Ja, der hier. genau, dass der wohl möglich als erstes abgefeuert hat, weil bei einem Kopfschuss bist du im Prinzip eigentlich sofort tot. Bei einem Bauchschuss nicht unbedingt. Dass du vielleicht einen Mörder hattest, der so... Und der hat sich gleich verteidigt, hat schon einen erschossen und der andere hat dann... Alles klar. Ja. Wäre eine Möglichkeit. Bei einem Kopfschuss dann noch was abzuschießen. Und da es ja hieß, der mit der Bauchverletzung hatte einen qualvollen Tod und der hat noch eine Weile gelebt, macht es mehr Sinn, wenn er zurückgeschossen hat. So. Haben wir da einen Schuss? Das ist der Kopfschuss bei ihm? Nee, der hat ja zuerst geschossen. Ach so, wie sollen die beiden? Ah. Aber nee, dann müsste da oben im Projektilverteilen drin sein, meint er. I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. Das ist ja kein Problem. Haben da schon mal was gesehen? This should be useful. Ja, jetzt gucken wir uns noch die Wand gleich an. Aber erst, wenn Kim wieder da ist.